Wir freuen uns hier im Braunberg-Seminar Professor Henrik Leopold von der Kühne Logistics University und vom HPI in Potsdam bei uns zu haben, der zum Thema spricht, Towards Automated Process Improvement Using Natural Language Processing. Bitte, Henrik. Ja, vielen Dank nochmal für die Einladung. Kurz zu mir. Ich arbeite primär an der KLU, hier unten links im Bild. Private Hochschule mit Universitätsstatus, finanziert durch die Kühne Stiftung. Das HPI ist ebenfalls eine private Einrichtung, die finanziert wird durch die Hasso-Plattner-Stiftung. Also ich habe mit Wirtschaftsinformatik promoviert, aber ich würde durchaus sagen, dass das meiste, was ich tue, eher der Informatik zuzuordnen ist. Was das heutige Topic angeht, der Titel heißt Automated Process Weakness Identification based on Social Media Posts. Was werde ich machen? Kurz den Kontext erklären. Ich habe gesagt, wir wollen Probleme lösen, also möchte ich gerne erklären, was ist das Problem und natürlich, was so ein bisschen die Zielstellung ist. Wir haben eine Lösung vorgeschlagen, das heißt natürlich nicht, wie es bei Anträgen, Projektanträgen immer so ist, dass es jetzt genauso implementiert wird, aber wir haben zumindest eine Idee, wie es sein soll. Und am Schluss wollte ich noch ein paar Gedanken teilen, was man sonst noch so Interessantes machen kann mit den Forschungsrichtungen, die wir so auf der Agenda haben. Also kurze Einführung. Process Mining ist eine Technologie, die mittlerweile bekannter geworden ist durch präsente Unternehmen. Worum geht's? Der Ausgangspunkt von Process Mining ist jetzt zu sagen, okay, wenn wir diese Prozesse ausführen, oder die Beobachtung ist, wir führen diese Prozesse aus und wir nutzen Informationssysteme, IT-Systeme, Software-Systeme, zumindest für Teile dieser Aufgaben. Ja, wenn ich ein Service Center betreibe, interagiere ich natürlich an vielen Stellen mit diesem Informationssystem. Und diese Interaktion sorgt dafür, dass Information über die Ausführung der Prozesse gespeichert wird. Wenn ich im SAP-System eine Bestellung auslöse, dann weiß das SAP-System hinterher natürlich, wer hat die Bestellung ausgeführt und wann und wie viel. Ja? Und diese Daten nennt man Ereignisdaten oder englisch Events. Die Idee ist im Prinzip, es gibt Daten über die Ausführung dieser Prozesse und die stehen in so einem Eventlog zur Verfügung. Und dann wäre es ja nur logisch, denn dieses Eventlog eigentlich dafür zu nutzen, die Prozesse zu analysieren. Zum einen kann ich natürlich erstmal schauen, wie werden die Prozesse denn wirklich ausgeführt. Ja, und das nennt man Discovery. Das ist jetzt knallharte Realität. So wurde der Prozess ausgeführt. Wir haben die Daten darüber. Wir nutzen das, um zu verstehen, was passiert, können das gegebenenfalls visualisieren. Ich habe es hier schematisch mal als Prozessmodell so dargestellt, kann dann sehen, okay, in welcher Reihenfolge wird irgendetwas ausgeführt, welche Entscheidungen werden getroffen und so weiter. Was wir auch machen können, ist, wir können natürlich vergleichen. Wenn wir eine Vorstellung darüber haben, wie der Prozess ausgeführt werden soll, dann kann ich natürlich das vergleichen mit dem, was hier drin steht und feststellen, na, also so wie ich mir das gedacht habe, passiert das ja gar nicht. Das ist ein Conformance-Checking. Und zu guter Letzt kann ich natürlich jetzt auch die Daten, die hier drin sind, benutzen, um Performance-Einblicke zu bekommen. Ich kann sehen, welche Aktivitäten dauern besonders lange. Im Zweifel sogar, welche Mitarbeiter brauchen besonders lange und wo hängt der Prozess auf dem fest. Das ist im Prinzip die Grundidee von Process Mining und das ist interessant und das ist spannend und es gibt seit durchaus über 10 Jahren, sowohl theoretisch als auch praktisch aktives Feld. Wie sieht denn so ein Eventlog aus? Ja, man sieht jetzt hier im Prinzip eine lange Liste von Ereignissen, die aufgezeichnet wurden. Und wir sehen, wann diese Ereignisse ausgeführt wurden. Und wir sehen, zu welchen Cases sie gehören. Was heißt das? Cases? Na, jeder kann sich ja vorstellen, dass Prozesse häufiger ausgeführt werden. Ein Bestellprozess passiert ja nicht nur einmal im Leben. Und ich möchte natürlich in der Lage sein, dann für diesen Bestellprozess zuzuordnen, okay, wenn ich hier meinen Auftrag angenommen habe und dann später diesen Auftrag bezahlt habe, welche Auftragseingang und welche Bezahlung gehören zusammen. Das nennt man Case. Und das möchte ich natürlich zusammenordnen können. Das heißt, diese Daten brauche ich unbedingt und diese Daten sind dann auch der Ausgangspunkt. Okay. Jetzt ist es natürlich alles ganz wunderbar, aber es gibt durchaus ein paar Probleme. Wir bekommen komplexe Insights und das ist schön. Was aber fehlt, ist ein konkreter Hinweis darauf, na, wie können wir das denn jetzt besser machen? Und die Grundidee dieses Projekts ist eben zu sagen, dass diese Informationen theoretisch in verschiedenen Quellen vorhanden sind, aber natürlich nicht in dem Eventlog selbst, sondern in anderen Quellen. Die Idee ist jetzt hier quasi Text als Input zu nutzen. Das spezifische Framing des Projekts ist Social Media Posts, aber es könnte natürlich alles andere sein, E-Mails, was auch immer, wo im Prinzip wir direktes Feedback über die Prozessausführung bekommen. Ich habe jetzt hier mal so ein paar kleine Beispiele. Ja, also das ist jetzt hier ein Buchungsprozess und hier ein Customer Service Prozess aus der Airline-Branche und wir sehen jetzt ganz spezifisches Feedback darüber, was aus Sicht des Kunden jetzt hier verkehrt gelaufen ist. Wenn man natürlich jetzt dieses Log hierher nimmt, kann man diese Beschwerden natürlich in Verbindung bringen mit diesen Ereignissen. Also wir sehen,
Hier beschwert sich der Kunde, okay, ich habe nur eine Apology Letter bekommen, aber kein Geld. Ja, hier hat jemand zu lange gewartet, ist die Wartezeit zu lang. Hier sehen wir, dass jemand gerne mit PayPal bezahlt hätte. Also wir kriegen ein sehr komplexes und umfangreiches Feedback, was den Prozess betrifft. Das ist zum einen interessant, weil wir wirklich Schwachstellen oder Schwachpunkte erfahren, die wir jetzt aus einer reinen Process Mining Analyse nicht herausbekommen. Und zum anderen bekommen wir auch Anstoßpunkte für Verbesserungen. Das bekommen wir ja auch nicht raus. Und das ist so ein bisschen die Idee des Projekts. Und ich werde jetzt kurz ein bisschen darstellen, wie wir das vorhaben zu tun. Also die Idee ist, dass eben automatisch zum einen diese Weaknesses, die wir hier sehen, identifizieren kann, zum anderen in Verbindung bringen kann mit diesen Ereignissen, die wir hier sehen, und Input liefern kann zur Prozessverbesserung. Ich habe jetzt hier das Beispiel Social Media Posts ausgewählt. Theoretisch ist es natürlich egal, welcher Textinput da reingeht. Das kann auch eine E-Mail sein. Ja? Wie kriegen wir das hin? Die Idee ist, dass wir Natural Language Processing, also natürliche Sprachverarbeitung, mit Optimierung verbinden. Im Prinzip sind es 3 grobe Schritte. Das ist ein Figure aus dem Proposal. Ja, 3 Schritte: Weakness Extraction, Alignment Generation, Grouping and Ranking. Also erster Schritt, Weakness Extraction. Solche Textressourcen beinhalten unheimlich viel Kontext. Und wenn ich jetzt Weaknesses identifizieren will, muss ich erstmal herausfinden, welche dieser Sätze hier handelt überhaupt von Schwachstellen oder was weist im Prinzip auf ein Complaint hin. Ja, also nur ein kleiner Teil des Textes enthält relevante Informationen und wir müssen es automatisch herausfinden, welcher Satz ist jetzt relevant. Die Idee ist natürlich, ein Klassifikationsproblem zu machen. Ich kann ja für jeden Satz sagen, du bist relevant, du bist nicht relevant. Wunderbar. Die Frage ist, wie kriegt man das hin? Das ist nicht ganz so einfach. Wie kann man so ein Model bauen? Was wir da brauchen, und das ist jetzt vielleicht ein bisschen die NLP-Lehrstunde ganz kurz eingeworfen, sind sogenannte Embeddings. Und die Idee ist, dass man im Prinzip Vektoren benutzt, um die Bedeutung eines Wortes zu erfassen und auch den Bezug zu anderen Wörtern. Die Idee, wir sehen es hier, wir haben verschiedene Wörter, ja? Cat, Kitten, Dog, Houses. Und wir haben hier oben jetzt einfach mal einen Vektor, der 7 Positionen hat. Und wir sehen hier die Dimensionen, die wir hier benutzen. Also Living Being, Feline, Human, Gender, Royalty, Verb und Plural. Und jetzt sehen wir natürlich, dass Living Being, ja, es geht jetzt nicht darum, ob eine Cat mehr ein Living Being ist als ein Kitten, aber wir sehen, die Zahl ist positiv. Und wir sehen beim Haus, ist sie negativ. Jetzt sehen wir natürlich auch, ob das Human ist oder nicht, wird hier probiert abzubilden. Was Gender ist, wird hier probiert abzubilden. Wenn wir jetzt hier weiter runterschauen, wir haben noch Man, Woman, King und Queen. Das sind alles Dinge, diese Zahlen sind nicht so grundlegend entscheidend, aber was man sich vorstellen kann oder was die Grundidee ist, dass ich die Bedeutung eines Wortes abbilden kann über einen n-dimensionalen Vektor und diese Vektoren kann ich lernen aus einem Text heraus. Also das heißt, ich muss jetzt mich nicht hinsetzen und sagen, na Mensch, ist denn jetzt die Katze, weil es lebendig ist? Nein, das wird natürlich aus dem Text heraus automatisch gelernt. Und hier, das ist jetzt hier noch das Schöne an der Grafik, jetzt wird das hier sozusagen von 7D runtergebrochen auf 2D. Man kann es jetzt hier in diesem Raum dann sehen, okay, Cat und Kitten sind offensichtlich recht nah beieinander. Cat, Kitten und Dog, naja, schon ein bisschen weiter auseinander, aber noch weiter weg ist eben das Haus. Das ist die Perspektive, die ich mit solchen Vektoren abbilden kann. Wenn ihr mal schaut, die ersten Modelle, das kennt vielleicht noch wieder, Bag of Words, wo ich einfach sage, okay, ein Satz ist einfach nur eine Menge von Wörtern. Und dann kommen so die ersten Konzepte, TF, IDF haben vielleicht auch noch einige schon mal gehört. Word2Vec ist, was ich probiert habe, so ein bisschen anzureißen. Das war 2013. Ungefähr 90% der Innovationen im Bereich NLP sind in den letzten 4-5 Jahren passiert. Das ist wirklich ganz enorme Entwicklung, aber die guten Neuigkeiten sind, man kann diese Sachen nutzen für sich und es ist nicht super schwierig. Man muss manche Sachen anpassen, man muss sie manchmal auch neu trainieren auf einen bestimmten Kontext, aber diese Dinge stehen zur Verfügung. Kleiner Exkurs, ja, wir können mit Hilfe dieser Technologie durchaus semantisch bestimmen, ist denn dieser Satz hier ähnlich zu diesem Event zum Beispiel. Wir können diese Ähnlichkeit messen, kann man sich verschiedene Strategien überlegen und das kann man eben über diese Embeddings prinzipiell erreichen. Das war mein ganzer Punkt mit den Embeddings. Das ist allerdings natürlich trotzdem relativ schwierig, weil wenn ich mir vorstelle, ich habe n Sätze und m Events und vergleiche die alle miteinander, kriege ich ja natürlich eine Matrix mit immer m Dimensionen. Das heißt, wenn ich da nur das Beste rausnehme und sage, naja, also das hier scheint mir, hier ist die Similarity 0,783 und der nächste wäre aber schon 0,7829, dann hilft mir das nicht weiter und das ist typischerweise das, was passiert. Das heißt, wir brauchen ein bisschen mehr Logik.
Und die Idee ist hier, dieses Problem weiter zu adressieren mit probabilistischer Modellierung. Das heißt, es klingt abstrakt. Die Idee ist zum Beispiel, um ein konkretes Beispiel zu nehmen, wenn ich so einen Tweet hier habe und hier so ein Event, dann kann ja dieser Tweet nur was mit diesem Event zu tun haben, wenn das Event passiert ist, bevor dieser Tweet abgesetzt wurde. Das wäre jetzt mal die einfachste Sache. Ja? Also wenn dieser Tweet sich jetzt konkret auf ein Erlebnis bezieht, dann habe ich ja hier eine temporale Ordnung. Das heißt, ich kann durchaus über so ein paar logische Constraints eingrenzen, was wozu gehört. Und sowas kann man mit probabilistischen Modellen abdecken. Wir haben in der Vergangenheit Markov Logic Networks für sowas genutzt. Markov Logic Network sieht immer ein bisschen fancy aus, ist aber im Kern eigentlich gar nicht so schwierig. Also ich kann ja jetzt einfach sagen, okay, wenn ich jetzt so einen Tweet hier habe, der ist hier W, ja, will ich jetzt sagen, okay, der war zum einen in der Vergangenheit, check, okay, und erstes Event kam und dann der Tweet, ja, okay, dann heißt das, dass ich die Sachen zusammen mappen könnte. Ja, und mit so Distributive First Order Logic. Das Interessante bei diesen probabilistischen Logiken ist eben, ich kann über solche Formeln beschreiben, wie das Problem aussehen soll und habe natürlich Unschärfen drin. Ich habe hier eine Ähnlichkeit zwischen diesen beiden Dingen, habe aber andere Kandidaten. Und das Interessante ist, dass man eben aus diesen Modellen dann errechnen kann, was ist denn gegeben den Constraints, die wir haben, gegeben den Ähnlichkeiten, die wir ausgerechnet haben, die wahrscheinlichste Konstellation. Und schlussendlich, letzter Schritt, wir haben jetzt, also die Annahme ist jetzt, okay, wir waren in der Lage, aus einem Text heraus zu identifizieren, was sind die Schwächen. Wir waren in der Lage, das in Verbindung zu setzen mit Prozessschritten. Und dann ist jetzt natürlich die Idee, okay, wir wollen die Sachen irgendwie zusammenbringen, priorisieren. Und da gibt es verschiedene Methoden. Clustering hat wahrscheinlich jeder schon mal gehört. Da kann man dann verschiedene Indikatoren benutzen. Ja, also was für eine Art von Weakness haben wir jetzt gehabt? Wie häufig wurde die erwähnt? Also wir haben verschiedene Indikatoren, wie wir sozusagen die Weaknesses, die wir identifiziert haben, dann gruppieren. Und da gibt es verschiedene Ansätze. Ja, wer es noch nie gesehen hat, sieht so ein Dendrogramm aus dem hierarchischen Clustering. Das ist jetzt auch kein mega komplexes Hexenwerk. Man probiert eben im Prinzip einfach zusammenzuführen, was in eine Gruppe gehört. In dem Fall sieht man jetzt hier die amerikanischen Staaten zusammengeclustert, basierend auf verschiedenen Indikatoren. Nur, dass es mal so grafisch illustriert ist an der Stelle, wie das funktioniert. Und die Idee ist dann natürlich, okay, dass wir Gruppen haben. Ja, also wir haben vielleicht 100 Probleme im Bereich Gepäckabfertigung, wir haben 1000 Probleme im Bereich von Überbuchung und wir haben 10.000 Probleme im Bereich der Mitarbeiterfreundlichkeit oder so. Ja. Okay, das ist sozusagen nochmal kurz revisited, der Überblick. Ja, also habe es gerade nochmal erklärt. Das ist quasi so ein bisschen die Idee des Proposals. Es ist nicht ein Paper, sondern es sind viele verschiedene kleine Aspekte, die es hier natürlich zu adressieren geht. So muss man sich das jetzt vorstellen. Ja, es wird nicht ein Paper geben, das jetzt diese Lösung end-to-end präsentiert, sondern es gibt viele Nischensachen, die dann für verschiedene Forschungscommunities interessant sind. Vision, ja, klingt groß, ich weiß. Was ich generell sagen würde, ist, dass es sehr viel Potenzial gibt, eben mit NLP Probleme zu lösen, die Unternehmen haben, und zwar in durchaus verschiedenen Bereichen. Ja, was wir gerade gesehen haben, Identifikation von Schwächen und auch aufzeigen, wie können wir es besser machen. Ganz zentrales Problem. Wir können Entscheider unterstützen. Wir können Informationen zur Verfügung stellen, die weit über die klassischen Dashboards hinausgehen, die wir aus Business Intelligence kennen, weil wir andere Informationen verarbeiten können. Es ist schwierig. Es ist unheimlich herausfordernd. Ja, wir haben gerade kurz über Sentiment Analysis gesprochen, was nur ein kleiner Aspekt ist. Unheimlich herausfordernd. Aber wenn wir in der Lage sind, diese Sachen zu analysieren und aufzubereiten, können wir wirklich relevante Informationen zur Verfügung stellen. Und schlussendlich großes Thema Automatisierung. Und da geht es natürlich zum einen zu verstehen, wo können wir automatisieren und zum anderen wie. Und bei beiden kann NLP helfen. Das ist ein Figure, ein sogenanntes Nutzerinteraktionsprotokoll. Das ist eine Aufnahme von dem, was ein Nutzer gemacht hat an seinem Computer. Das ist eine ganz typische Idee, diese Daten zu nutzen, um Automatisierungspotenzial zu erkennen. Ja, wenn ich hier sehe, wir sehen hier nur so relativ abstrakte Sachen. Also hat jemand geklickt und was eingegeben. Wir sehen, in welche Applikation. An der URL können wir noch ein bisschen sehen, in welche Applikation. Die Idee ist quasi anhand von solchen Logs zu verstehen, wo sind Routinen, die häufiger vorkommen. Wo sind Routinen, wo es Regelmäßigkeiten gibt. Man kann im Prinzip mit NLP, wenn man hier auf diese Daten raufgeht, dann probieren zu verstehen, wo ist eigentlich Automatisierungspotenzial. Wo sind Routinen, die eben so ähnlich sind und so leicht zu replizieren sind, dass wir das nutzen können. Und NLP kann schlussendlich natürlich auch helfen, etwas kompliziertere Tasks zu automatisieren, weil man mit NLP natürlich auch Entscheidungen treffen kann, die darüber hinausgehen,
eine E-Mail zu öffnen und einen Wert von links nach rechts zu kopieren. Vision im Endeffekt ist natürlich, Unternehmen zu helfen und NLP zu nutzen, um sowohl Transparenz zu schaffen als auch Effizienz und die deutsche Digitalisierung etwas voranzubringen. Ja, da gibt es sehr viel Potenzial. Kurze Summary, ist hoffentlich klar geworden. Ja, Process Mining kann gut genutzt werden für verschiedenste Arten von Analysen. Wichtig, datengetrieben. Es ist eben evidenzbasiert und das macht es interessant. Idee des Projektes ist eben, diesen Scope zu erweitern und unstrukturiert, also textbasierte Informationen mit einzubeziehen, damit wir kommen von, wir haben nur Insights, zu dem Zustand, wo wir sagen, okay, wir können jetzt aus den Insights auch endlich actionable Items ableiten und unsere Prozesse auch verbessern. Ja, habe ein bisschen erklärt, wie wir das gemacht oder machen wollen. Und in der Zukunft bin ich mir ganz sicher, kann man NLP in verschiedensten anderen Bereichen nutzen, habe ich gerade probiert so ein bisschen darzustellen, aber ich sehe auch, dass viele meiner Kollegen es auch nutzen. Ja, ich habe einen Kollegen aus dem Bereich Accounting, der guckt sich Earnings Calls an mit NLP. Ich habe Kollegen aus dem Marketingbereich, die machen Need Mining, die probieren auch zu verstehen, was sozusagen die Verbraucher wollen, was sie preisgegeben haben. Also es gibt wirklich sehr viele Anwendungsfälle und ich glaube, das ist spannend und ich glaube, es macht durchaus Sinn, zumindest mal reinzuschauen, was da so geht und das gegebenenfalls auch für die eigene Forschung zu nutzen. Und damit, ja, möchte ich schließen. Ich würde erstmal ein großes Dankeschön an dich geben, Henrik, für den inspirierenden und eindrucksvollen Vortrag. Also wir haben auf jeden Fall viele Insights mitgenommen. Du siehst den virtuellen Applaus hier aus dem Publikum. Ich denke, es war sehr eindrucksvoll. Auch der Grundlagenteil zur NLP, ja, war zumindest von meiner Seite sehr appreciated. Das ist ja auch eine Methodik, die, wie du es gerade noch zuletzt gesagt hast, ja immer mehr Einzug hat, auch so in, sage ich mal, andere thematische Forschungsfelder, einfach als Forschungsmethode. Überall da, wo große qualitative Datenmengen vorhanden sind, ja, können diese mittlerweile sehr smarten, trainierten Modelle genutzt werden. Also vielen Dank dafür. Hat uns gefreut, dass du bei uns warst.